Zuerst notieren wir uns die Seriennummer, Modellnummer, Ländercode und die beiden MAC-Adressen für die Bluetooth- und WLAN-Schnittstellen. Wie die Bilder zeigen, entferne ich jetzt Kleber vom Rand des Flash-Speichers. Dieser Kleber schützt den Flash vor Feuchtigkeit. Da dieser Kleber sehr, sehr hartnäckig ist, brauche ich Heißluft und ein Skalpell, um ihn zu entfernen. Der Klebstoff wird bei 300 Grad Celsius spröde und bröckelt dann, wenn ich mit dem Messer herangehe. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine anderen Bauteile beschädige oder abreiße, beziehungsweise das Logic Board beschädige. Ist der Klebstoff entfernt, führe ich etwas mehr Hitze, 400 Grad Celsius, zu. Doch vorher benetze ich das Bauteil noch mit etwas Flussmittelpaste. Diese Paste sorgt dafür, dass das Lötzinn unter dem Bauteil bei niedrigeren Temperaturen schon flüssig wird. Ich erwärme das Bauteil und versuche immer wieder mit dem Skalpell anzutesten, ob ich das Bauteil schon anheben kann. Dabei ist wichtig, dass auch unter dem Bauteil Klebstoff ist, der sich genau wie am Rand erstmal lösen muss. Nach einiger Zeit ist dann der Klebstoff und das Lötzinn unter dem Bauteil so lose, dass ich vorsichtig das Skalpell einführen kann, und ab dem Punkt geht es relativ schnell. Ist der Flash ausgelötet, können wir zum Programmer gehen. Der Programmer muss mit einem modifizierten Bootflash gestartet werden. Ist die Verbindung aufgebaut, können wir ihn starten und den Bootflash gegen einen neuen Flash austauschen, den wir beschreiben wollen. Jetzt kann der neue 128 GB Flash-Speicher mit den notierten Daten beschrieben werden. Dafür tragen wir die Seriennummer, den Ländercode und die Modellnummer oben rechts ein und programmieren diese. Zusätzlich tragen wir auch noch die MAC-Adressen von Bluetooth und Wi-Fi in das Programm ein und programmieren diese. Mit dem Query-Befehl können wir nochmal alle Daten auslesen. Ist der 128 GB Flash vorbereitet, also mit unseren notierten Daten beschrieben, können wir diesen für den Lötvorgang vorbereiten. Dazu müssen wir den Flash neu verzinnen, also in der Fachsprache reballen. Ich benutze dafür eine Schablone, die genauso viele Löcher hat wie das Bauteil Pads, also Lötflächen. Die Schablone wird auf das Bauteil aufgelegt und dann mit einer Lotpaste bestrichen. Diese Lotpaste besteht aus Lötzinn. Unter Mikroskop sieht man ganz viele kleine Kügelchen. Die Lotpaste zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat, so um die 230-260 Grad Celsius. Die Paste wird durch die Schablone auf das Bauteil gestrichen, damit hat man eine perfekte Verteilung und eine perfekte Menge. Mit der Heißluft wird dann diese Paste erwärmt und man hat dann die Paste zu richtigem Lötzinn verwandelt. Das Bauteil kann dann von der Schablone entfernt werden und ist fertig für den Lötvorgang. Um den neuen Flash-Speicher einzulöten, muss das Logic Board gereinigt werden. Dann benetze ich es mit etwas Flussmittelpaste und lege das Bauteil mit der richtigen Polung auf. Mit der Heißluft erwärme ich das Bauteil und das Logic Board und irgendwann sehe ich, dass es anfängt zu schwimmen. Ab dem Punkt warte ich noch etwas, um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Lötpads und alle Lötstellen heiß geworden sind, und dann bin ich fertig. Zu guter Letzt überprüfen wir natürlich nochmal, ob das Gerät wieder startet, und wie ihr sehen könnt, das Upgrade ist geglückt. Das Gerät hat 128 GB internen Speicher.